My name is Klaus, the Situation Schwab. This Christmas, cuddle up with your loved ones while you enjoy a delicious holiday feast of new ferns and crunchy crickets, and pop in a very special collection of songs. The World Enslavement Forum presents Waxmas Hits 23. I'm dreaming of a great reset, like communism, just in smart. With gene selection and eye detection and drone surveillance everywhere. Last COVID, I gave you my check, but for every new stash, you had to refresh. This year, a new pandemic is here. Get ready for forced injections. On the 5th day of lockdown, my government gave me 5 stinky masks, 4 COVID tests, 3 boosters, 2 sudden deaths, and attempted genocide. Police at your door. Police at your door. Police at your door. Growing your own food is not allowed anymore. You better not ask or lift an eyebrow why people are dying suddenly now. Cancer Klaus is coming to town. Der Akzent, ey. I don't want a lot for Christmas. Just control humanity. Maybe release new hybrid species like a monkey manatee. Please kill me. I just want to rule the world. Every tree and every bird. That is my goal. All I want for Christmas is your soul. Wait, what is this? We don't want a lot for Christmas. Just leave us the fuck alone. Go hang out with your lizard buddies And have some fresh adrenal cream. I see you enemy, and I swear total resistance to you with everything I've got. Go yourself. Is that clear? Hey, Bob. This is a larger psyop on your human psyche. Fuck the vaccine coming straight from the Pfizer lab. A healthy body don't surrender to the jab. Their business is done by murdering millions of people. Oh, easy there, buddy. I want everybody to stop dying. All we want for Christmas is a global human resistance. Stop using my song for this shit. All we want for Christmas Is to be free. Nice. Ey, am Ende noch mal so ein bisschen Gänsehaut, ne? Ja, Jam Boys. So, hier. Damn, it feels good to be a Schwurbler, oder? Ab oben rechts ist alles 2023. Gibt auch noch ältere. Also das jährliche Ding ist Rotfunk, Relotius, Lügenpresse, Rheinische Post, Stuttgarter Zeitung. Jo, was tun, wenn der Onkel Verschwörungstheorien erzählt? Na, das will ich doch sehr hoffen. Sei der Onkel. Hatten wir ja schon. Du bist das wertvollste Geschenk. Hat Volvo den Anschnallgurt erfunden? Könnte gut sein, ne? Volvo immer berühmt und bekannt dafür, die sichersten Autos zu haben. Ich glaube, Airbag auch erfunden und so weiter. Einfach nur nein. Ich glaube, wir sind durch. Das war's. Den Rest habe ich schon geshitpostet auf Twitter. Also geht noch weiter hier jetzt, aber das war's mit Normie-Hölle und Lügenpresse. Hier können wir gleich noch so ein bisschen gucken. Bisschen zerknittert, man sieht's. Double Cheat Day. So,
Hier sieht man die Sektflöte. Hier sieht man meine Coke Zero. Hier sieht man den vollen Plätzchenteller. Ich schwöre, er war leer am Ende. Rührend. Liberty Hannes schreibt, du bist wertvoll. Bin ich auch. So ist recht. Ach, das hier wollte ich noch gucken. 2024 has not even... Ich muss mir mal was zu trinken holen. Ich lasse es mal laufen. Bis gleich. 2024 has not even begun yet, and it does seem like the presidential race is effectively frozen in place, if not over. We know who the candidates are. It's too late for another to get in. Some have already dropped out. But is it too late? Is there anyone in this country of 350 million people who could jump in at this late date and re-scramble the calculus of electoral politics? Well, there may be someone. And in fact, you already know him. You know his face. And the question is, will he get in this cycle? And that's my question for you. Well, that's really a decision for the people, Tucker. It's not something that I really think about or want to do. Ey, jetzt mal ohne Scheiß. Ist das echt? Ich wusste nicht, was jetzt kommt. Ich hatte keine Ahnung. Ist das echt? Ist er our guy? Ist Kevin Spacey ein based Homo? Ich komme nicht klar. Was war denn das jetzt für ein Plot-Twist? Alter. Ich komme absolut nicht klar. Junge, es ist echt, oder? And Merry Christmas to you, too. But I've always believed that nothing should be off the table in life or in art. I think we could both agree that we need to get some adults back in the room. So if that means taking on the chief executive role, well, that's a sacrifice I'm willing to make for this great nation. Adults in the room, I love it. I could see it as a bumper sticker. Is that your campaign slogan? Er ist alt geworden, ne? Krass. Aber ist echt, oder? Ist doch nicht AI oder sowas. That's not a bad idea. Look, I think first our country needs to stop apologizing and stiffen up. I mean, look, we've got so many people running around with so many different issues like gun control, important issue. But let's be honest. The truth is, more people are killed by online trolls every day. Oder ist er ein Double? Könnte das sein? That may be true, actually, but then they're protected by the First Amendment. They can say whatever they want. You believe in the First Amendment, I assume. Of course I do. Look, people spewing ridiculous ideas is nothing new, and they should always have that right. But the problem is, somewhere along the way, we started listening. And we should remember the salient words of Benjamin Franklin, who said, "Do not believe anything of what you hear and only half of what you see." He wasn't telling people to stop talking. He was telling us to stop listening. So let's stop blaming bots and college kids and start telling leaders what leadership really means. I love it. But how do you do that? Well, this country is mired in so much contradiction and confusion. We don't even know how we can help anyone anymore because we can't agree who needs help. I mean, what doesn't come with a trigger warning these days? I mean, Tucker, we are far too close to having a beanbag chair in the Oval Office. We coddle to everybody. Okay, you think you're a rabbit, that's fine. But let me tell you something. You sure as hell aren't going to see someone walking through my White House with bunny ears and a tail unless it's Easter. Sag mal, well, amen. But how do you think we got here in the first place? Fear, and then some more fear. That's been the consistent theme, fear. And that's why I'm going to keep saying we need to get some adults back in the room. Sounds like you're running. If you did run, I assume it would be as an independent. Well, I've always been independent my whole life, no matter what my party affiliation, even though at the moment I don't quite recognize my old... Oder mehr Cover? So, ich at glaube, what es point ist echt. would you get in if you did? Well, I think there's time. I've never been afraid to show up a little late for the dance. But lots of people want to be president. What would... Ey, geil. Die Kommentare, ich finde die Kommentare geil, weil ihr kommt alle nicht klar, oder? Es ist wirklich nachhaltig krass. Also auch nach 2 Minuten kommt man immer noch nicht drauf klar. Would you specifically bring that others aren't? Well, I think I have a long and very solid... Ich glaube, er ist echt. Es ist and that's a er. bond that has never been broken. I mean, I've almost felt like I can talk to them directly. Well, I mean, you do talk to them. Every Christmas you give a statement. It is Christmas Eve.
What is your statement specifically this year? You know, Tucker, I think it's just good enough to sip some eggnog and decorate the tree and listen to White Christmas and embrace all the things that make this such a special day. The truth is, ist es. Ist es. Ich schwöre, ist es. Drink a whiskey and coke, hit a reindeer with my car, and wish you all the naughtiest Christmas ever. Vor allen Dingen, dass der überhaupt da sitzt, ist ja krass. Aber das ist ja auch krass einstudiert. Ich meine, der hat das ja mindestens eine Woche geübt, oder? You know, you and I have something in common, actually. Oh, yes, we both got canned by our network. True, but they actually tried to kill you. Yes, but here we are, Tucker, bigger than ever. So looking back on all the drama, do you think that legacy media played a role in what happened to you? Look, I think they're trying to do... Er hat's angesprochen. Sind beide gecancelt worden. Sie sind beide gecancelt worden. So hat er ihn bestimmt gekriegt. 100% hat er ihn so gekriegt, weil er gesagt hat, ey, Bruder, du bist doch auch gecancelt worden. Fuck the legacy media. Komm her. Und du hast auch eh nichts zu verlieren. Du bist doch reich und bist eh gecancelt. Scheiß drauf, setz dich hin. Und er so, yes, geil, Mann. Do their best to stay relevant. Look, platforms like X, I mean, you move information around so quick that everybody else is just playing catch up. Legacy media's diligence has turned out to be they just cut and paste what some trusted outlet does. I mean, look, this will be a good example. Watch how they report on this conversation. There'll be 1 or 2 headlines that get repeated over and over and over. I think actually if legacy media wants to survive, they're going to have to start slowing down. That's smart. I agree with that. Geil, 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 geil. Schön dem alten Medienadel ans Bein pissen. Nice one. Jetzt habe ich gespuckt. By the way, do you watch Netflix anymore? Probably as much as you watch Fox. Fair. So. Guckst du Netflix? Ja, ungefähr genauso viel wie du, Fox. Geil, ey. Ah, ist das schön. Ist das comfy? Ist das wholesome? Unheilige Allianzen? Lieben wir es? That doesn't mean that you're gone, though, from Netflix. I don't even know if you're aware of this, but every time a person pulls up the Netflix app, you're there in some way. Have you seen this? Yes, you know what that is? Boom, boom. So it is bizarre that they decided to publicly cut ties with me on allegations alone, allegations that have now been proven false, because I don't think there's any question. Netflix exists because of me. I put them on the map and they tried to put me in the ground. Do you think within Netflix and the leadership suites that your influence is still felt? Well, according to your research, my influence is felt every time every customer opens the app. I'd say that's pretty powerful. Oh, that's true. When are you getting back to work, by the way? Oh, I've been back at work from the moment we started talking, Tucker. So does that mean this is like an episode or is it real? Well, it's probably a little of both. I mean, Tucker, what's true, what's false? What's life, what's art? What's real, what's performance? I love it when these things intersect because then it gets interesting. Ich sehe es genauso. Was ist echt, was nicht? Was ist die Simulation, was nicht? Was ist Performance, was ist keine? Also das sind wirklich die Fragen unserer Zeit. Was ist AI? Was ist echt? Und so weiter. What role do you see yourself playing going forward? I will play whatever role the public wants me to play. And what about you, Tucker? What role do you want to play? I mean, if I run, I'm going to need a vice president. Ja, ist alles einstudiert. Kann ja auch sein, dass sie es irgendwie 8-mal gedreht haben oder so und auch nochmal geschnitten haben und so weiter. Aber es ist eine richtige Produktion, ja. I'll sleep on it. Oder ob unsere Seite wohl immer weiter auftritt, ob wir wohl Red Pilling One at a Time sind und unheilige Allianzen und wir sind die coolsten und es werden immer mehr und es wird halt einfach krass und ich hab Bock auf alles, Mann. I mean, people have already gotten out of the race. People have dropped out already. What do you think of those? Well, you know, it's a little bit like jumping in the jacuzzi with a boner. You know it ain't gonna last forever. So I wasn't surprised when Mike, a little too pensive, jumped out right away. I wasn't either. But what about the candidates who are still in? Well,
I like Vivek, Drain the Ramaswamy, and Nikki Haley is tough. She's no doubt learned a thing or two by watching me. But I think in the end, we need someone in the White House who's not afraid, like me, not afraid to push our country or a journalist in the right direction if it comes to that. I sure appreciate your coming on. It was great to see you. Thank you. Well, thank you, Tucker. I only showed up because I was told I would get to be on X. Not the drug, not the platform. I was curious as to what Tucker on X might be like. I have never tried that. Well, you wouldn't be the first guy to tell me you've never tried that before. Ey, sie sind einfach gut drauf. Sie sind einfach beide gut drauf. Enjoyen ihre Performance und ihre Gesellschaft und man hat sich gefunden. Ey, könnt ihr euch vorstellen, wie die miteinander connected haben? Oder wie vielleicht sie die ganze Zeit schon miteinander dran sind? Sowas ist doch schön. Das ist doch einfach wholesome. Ob die sich wohl mögen, ob die wohl Spaß miteinander haben. Ey, läuft bei uns, oder? Ich lieb's. Wie fandet ihr eigentlich meinen Take? Ich weiß, der war spicy. Guck mal, das haben 30.000 Leute gesehen. 30.000 Leute. Okay, viele Likes. Ja, plausible Theorie. Er auch. Aber es wird auch viel geweint. Hier wird viel geweint. Hier solche Reaktionen hier irgendwo. Das sind meine... Aha, hier, er gibt mir recht. Sonst noch weitere Verschwörungstheorien? Überall eine Verschwörung. Dämliches Gefasel. Ach, sowas nennt man jetzt Party- und Eventszene. Das hast du noch nicht mitgekriegt, Boy. Das hast du noch nicht mitgekriegt. Aber, wie findet ihr den Take? Ich glaube, mindestens instrumentalisieren sie es. Mindestens. Ich schwöre, die wissen, in Köln gibt's auch Riots. In Köln gibt's Party- und Eventszene. Und mindestens, ich sag nicht, dass es nicht irgendwo Terroralarm gibt es seit Jahren. Ob die wohl auch die Lockdowns benutzt haben und Weihnachtsmärkte zugemacht haben, damit da auch nichts passieren kann, das ist doch ein Abwasch. Das ist doch ein Abwasch. So, und hier genauso Terrorwarnung, trifft sich gut, dann können wir komplett Hochsicherheitszone um den Dom machen und dann gibt's da kein Silvester und dann gibt's auch keine Grabschereien. Problem gelöst. Als ob nicht. Als ob nicht. Da muss man doch kein Genie für sein. Und vor allen Dingen, warum weinen da irgendwelche Linksnormis drunter? Wäre denen lieber von wegen das Terrornarrativ? Es ist doch ein Tribe. Die Party- und Eventszene und die Terrorboys kommen doch mehr oder weniger aus einer Gang. Mehr oder weniger. Also das lässt die ja nicht besser dastehen, wenn man sagt, nee, ist keine Party- und Eventszene, ist nur Terror. Das ist dann ja auch islamophob. Also das macht's ja nicht besser. Ich habe denen ja quasi was Besseres angeboten. I don't get it. Also ich raff den Aufreger über meinen Post nicht. Ja, ist 2 Fliegen mit einer Klappe doch mindestens, oder? Ja, man nutzt den Terror, ja. Mindestens. Das ist das. Darum geht's. Tagesschlau hat berichtet, objektiver Journalismus und hatten dann recht. Und ich habe das Tagesschlau-Narrativ in Frage gestellt. Das Offizielle. Und das geht nicht. Das ist rechts. Dabei wollte ich doch denen noch was geben. Ich wollte sagen, guck mal hier, ihr seid keine Terroristen, ihr wollt nur Party machen. Ist doch eigentlich korrekt von mir, oder? Aber nee, Normies möchten jetzt Terror haben. Es muss der Terror sein. Drunter läuft's nicht. Einfach nur Party und Eventszene, das ist rechts.